Wenn Forscher zum Wrack der Titanic hinabtauchen, hoffen sie, neue Artefakte zu finden, die Licht auf die Ereignisse jener schicksalhaften Nacht werfen. Unter den vielen Funden tauchen von Zeit zu Zeit Gegenstände auf, die zum Nachdenken anregen. Einer davon ist eine mysteriöse Kamera, die angeblich zwischen den Trümmern entdeckt wurde. Der Fund warf Fragen auf, ob der Film im Inneren nach so vielen Jahren erhalten geblieben sein könnte. Die Tiefe, der Druck und der Sauerstoffmangel könnten theoretisch den Zersetzungsprozess verlangsamt haben. Was könnte man auf diesem Film sehen? Die letzten Momente des Lebens an Bord des legendären Liners. Menschen, Lächeln, luxuriöse Innenräume, das Deck und vielleicht sogar der Eisberg selbst. Welche Geheimnisse könnten auf diesen Fotos bewahrt worden sein? Lassen Sie uns versuchen, es herauszufinden. Das erste Foto, der letzte Tag an Bord. Stellen Sie sich den Morgen vor der Katastrophe vor. Keiner der Passagiere konnte sich vorstellen, dass dieser Tag der letzte in ihrem Leben sein würde. Manche genossen das Frühstück im exquisiten Restaurant, andere gingen an Deck, um die frische Meeresluft einzuatmen, und vielleicht fotografierte jemand einfach Momente, die für immer in die Geschichte eingehen würden. An Bord der Titanic gab es mehrere Amateurfotografen, und viele Passagiere könnten eigene Kameras gehabt haben. Unter den später gefundenen persönlichen Gegenständen entdeckte man Fotos, die nur wenige Stunden vor der Tragödie gemacht wurden. Auf ihnen lächelnde Gesichter, Kinder, die auf dem Deck spielen, Damen in eleganten Kleidern, Männer, die sich in den Loungebereichen unterhalten. Diese Menschen wussten nicht, dass der Ozean bald ihre letzte Ruhestätte sein würde. Aber wenn die gefundene Kamera tatsächlich jemandem von der Titanic gehörte, könnten dann auf ihrem Film erhalten geblieben sein. Noch einzigartigere Aufnahmen. Vielleicht gibt es unter ihnen das letzte Foto, das an Bord gemacht wurde, ein Moment, bevor die Welt dieses Schiffes in der eisigen Dunkelheit endete. Ein Foto mit dem Eisberg ist der Hauptbeweis. Erst jeder weiß, dass die Titanic mit einem Eisberg kollidierte, aber nur wenige haben sein wahres Aussehen gesehen. Es gibt jedoch einige Fotos von Eisbergen, die in den Tagen des Unglücks in der Gegend aufgenommen wurden. Eines davon ist besonders interessant. Darauf ist ein dunkler Streifen zu sehen, der möglicherweise die Spur der Kollision mit dem gigantischen Liner ist. Wenn sich unter den potenziellen Funden tatsächlich eine Kamera befindet, die von der Titanic stammt, stellt sich die Frage, ob ihr Besitzer es geschafft hat, das verhängnisvolle Treffen mit dem Eisberg festzuhalten. In der Geschichte der Schifffahrt gibt es seltene Fälle, in denen solche Aufnahmen Jahrzehnte nach der Katastrophe auftauchten. Zum Beispiel die Aufnahmen der Lusitania vor ihrer Torpedierung oder Bilder des brennenden Zeppelins. Hinten da. Aber gab es etwas Ähnliches von der Titanic? Bisher bleiben die offiziell bestätigten Aufnahmen des Eisbergs umstritten. Aber wenn jemals ein Foto auftauchen würde, das an Bord des Liners gemacht wurde, könnte es zum Hauptbeweis dieser Tragödie werden. Wie konnte die Kamera auf dem Meeresgrund landen? Als die Titanic mit dem Eisberg kollidierte und zu sinken begann, brach an Bord Chaos aus. Die Menschen versuchten, sich zu retten, griffen nach dem Nötigsten, und einige, die erkannten, dass die Chancen gering waren, bemühten sich, eine Erinnerung an sich zu hinterlassen. Wenn die Kamera tatsächlich unter den Trümmern gefunden wurde, wie konnte sie dort hingelangen? Eine der möglichen Erklärungen. Ihr Besitzer versuchte, sie mitzunehmen, aber im Moment des Untergangs des Schiffes fiel sie entweder heraus oder blieb in der Kabine. Einige Passagiere, so berichten Augenzeugen, warfen Koffer über Bord in der Hoffnung, dass ihre Sachen auftauchen und später gefunden werden. Es ist auch bekannt, dass nach dem Untergang des Liners viele Gegenstände an der Wasseroberfläche trieben. Einige von ihnen, wie zum Beispiel Holzpaneele und Koffer, wurden später von den geretteten Passagieren und der Besatzung der Carpathia gefunden. Jedoch sank der Großteil der Sachen zusammen mit den Trümmern des Schiffes langsam in die Tiefe. Möglicherweise befand sich die Kamera im Gepäck oder war zwischen den Strukturen des Schiffes eingeklemmt, was zu ihrem Erhalt beitrug. Es wird durch die Tatsache belegt, dass an der Unglücksstelle sogar Papierdokumente und Lederwaren gefunden wurden, die es geschafft haben, Jahrhunderte unter Wasser zu überstehen. Wenn Forscher tatsächlich auf einen solchen Gegenstand gestoßen wären, wäre dies eine der bedeutendsten Entdeckungen in der Geschichte der Erforschung der Titanic. Aber die wichtigste Frage bleibt, was genau auf ihrem Film erhalten geblieben sein könnte. Fotos der luxuriösen Innenräume. Die Titanic war nicht nur ein Schiff, sie war ein schwimmender Palast, ein Symbol für Fortschritt, Komfort und Reichtum. Die luxuriösen Innenräume der ersten Klasse konnten mit den besten Hotels der Welt konkurrieren. Eine riesige Treppe mit vergoldeten Geländern, Kristalllüster, Marmorsäulen, handgefertigte Teppiche. All das verschwand in den Tiefen des Atlantiks. Aber lange vor dem Untergang versuchten viele Passagiere, die sich bewusst waren, dass sie sich an Bord eines historischen Schiffes befanden, diese Schönheiten auf Film festzuhalten. Einige dieser Aufnahmen sind in den Archiven erhalten geblieben, aber wenn die Kamera von der Titanic tatsächlich gefunden wurde, hat ihr Besitzer möglicherweise die Innenräume des Schiffes mit eigenen Augen aufgenommen. Auf einigen Fotos, die von persönlichen Gegenständen der Passagiere geborgen wurden, sind Kabinen, Restaurants und Promenadendecks zu sehen.
Es bleibt jedoch die Frage offen, wie viele unbekannte Aufnahmen noch in den Trümmern verborgen sein könnten und auf ihre Entdeckung warten. Gesichter, die auf Fotos festgehalten sind, sind das Einzige, was von Menschen bleibt, die in der Geschichte verschwunden sind. Die Gesichter der Titanic-Passagiere sind für immer auf vergilbten Fotos festgehalten. Aber was, wenn es noch unbekannte Aufnahmen gäbe? Viele Opfer der Katastrophe blieben namenlos und nur die unter den Trümmern gefundenen Gegenstände halfen, einige von ihnen zu identifizieren. Gegenstände, die mehr über sie erzählten als die offiziellen Passagierlisten. Wenn auf einer hypothetisch gefundenen Kamera Bilder erhalten geblieben sind, dann sind es vielleicht nicht nur Aufnahmen des Schiffes, sondern die letzten Bilder von Menschen, die es nicht mehr gibt. Stellen Sie sich vor, jemand fotografiert Freunde beim Abendessen, lächeln, Gläser mit Champagner und niemand weiß noch, dass diese Menschen in ein paar Stunden im eisigen Wasser verschwinden werden. Welche Geschichten könnten diese Aufnahmen erzählen? Könnte unter ihnen ein Foto einer Person sein, deren Schicksal unbekannt geblieben ist? Geheime Aufnahmen und Fotos, die auf der Titanic und während ihres Untergangs gemacht wurden, waren immer von großem Interesse. In den offiziellen Archiven. Es gibt viele Aufnahmen, die den Liner vor der Abfahrt seiner Passagiere und der Besatzung festgehalten haben, sowie einige Aufnahmen von Wrackteilen, die während der ersten Expeditionen gemacht wurden. Aber es gibt auch solche Aufnahmen, die aus verschiedenen Gründen wenig bekannt oder sogar unzugänglich bleiben für die breite Öffentlichkeit. Zum Beispiel ist bekannt, dass nach dem Untergang der Titanic mehrere Passagiere der Carpathia, des Schiffes, das als erstes zur Hilfe kam, Aufnahmen von dem machten, was an der Oberfläche des Ozeans übrig blieb. Diese Aufnahmen könnten Rettungsboote, Wrackteile, möglicherweise sogar die Leichen der Verstorbenen zeigen, aber sie wurden fast nirgendwo veröffentlicht. Warum? Vielleicht aus Respekt vor den Verstorbenen oder weil sie zu düster waren. Einige Fotos der Titanic, die während der ersten Unterwasserexpeditionen in den 1980er Jahren gemacht wurden, wurden ebenfalls lange Zeit nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Zum Beispiel wurden die ersten Aufnahmen von der Unglücksstelle, die mit dem Tauchboot Elvin gemacht wurden, zunächst nur in einem engen Kreis von Forschern verbreitet. Die Frage ist, ob es immer noch unveröffentlichte Aufnahmen von den Expeditionen der letzten Jahre gibt. Ungewöhnliche Funde in der Nähe der Kamera. Wenn Forscher Roboter zur Unglücksstelle der Titanic hinablassen, suchen sie nicht nur nach den Wrackteilen des Schiffes, sondern auch nach persönlichen Gegenständen der Passagiere. Im Laufe von mehr als 100 Jahren haben sich auf dem Meeresgrund Hunderte von Gegenständen erhalten, die einst den Menschen gehörten, die auf diesem Liner reisten. Einige Funde überraschen sogar die erfahrensten Spezialisten. Zum Beispiel wurden Ledersuitcases entdeckt, die trotz des Drucks und des Wassers fast unberührt blieben. Meeresflora und Fauna, sie wurden einfach nicht berührt. In solchen Koffern fand man Briefe, Fotos, Dokumente, persönliche Gegenstände. Einer der bekanntesten Funde, eine Armbanduhr. Sie blieb im Moment des Eintauchens ins Wasser stehen. Aber es gibt auch Dinge, deren Herkunft nicht immer klar ist. Zum Beispiel fand man unter den Trümmern Teile von Fotoapparaten und Filmrollen, die meisten davon waren natürlich durch das Wasser zerstört. Aber allein die Tatsache, dass solche Gegenstände erhalten bleiben können, regt zum Nachdenken an. Und was, wenn man eines Tages eine vollständig erhaltene Kamera entdeckt? Mit Aufnahmen von jenem verhängnisvollen Tag waren die Kameras des frühen 20. Jahrhunderts mechanisch und nicht auf Elektrizität angewiesen. Und der Film könnte theoretisch erhalten geblieben sein, wenn er in einem hermetischen Gehäuse war. Was geschah mit der Kamera nach der Bergung? Wenn man annimmt, dass Forscher tatsächlich eine Kamera unter den Trümmern der Titanic gefunden haben, was könnte dann mit ihr geschehen sein? Normalerweise durchlaufen Artefakte, die vom Meeresboden geborgen werden, ein komplexes Konservierungsverfahren. Gegenstände, die mehr als ein Jahrhundert im Meerwasser gelegen haben, zerfallen beim Kontakt mit Luft, daher müssen sie stabilisiert werden. Zum Beispiel werden gefundene Papierdokumente oft in einer speziellen Lösung belassen, damit sie nicht zerfallen. Mit Fotofilm ist die Situation noch komplizierter. Der übliche Film jener Zeit wurde aus Zellulosenitrat hergestellt, einem Material, das sehr instabil ist und leicht zerfällt. In seltenen Fällen kann es jedoch unter extremen Bedingungen erhalten bleiben, wenn es von Wasser isoliert war. Gab es in der Geschichte Fälle, in denen fotografische Materialien nach langem Aufenthalt im Wasser wiederhergestellt wurden? Ja, zum Beispiel wurde 2013 in der Antarktis ein Film gefunden, der fast 100 Jahre im Eis gelegen hatte. Einige der Aufnahmen konnten wiederhergestellt werden. Wenn es die Kamera von der Titanic tatsächlich gab und sie geborgen wurde, dann haben Spezialisten möglicherweise bereits versucht, das Bildmaterial zu entschlüsseln. Aber wenn das nicht geschehen ist, bleibt die Frage, ob dies in der Zukunft möglich sein wird. Andere rätselhafte Fotos der Titanic. Seit dem Untergang der Titanic wurde sie tausende Male fotografiert. Vor dem Untergang, danach, während der Unterwasserexpeditionen. Einige Aufnahmen sind ikonisch geworden, aber es gibt auch solche, die Fragen aufwerfen. Zum Beispiel gibt es ein bekanntes Foto, das am Morgen nach dem Untergang vom Schiff Prinz Dalbert aus aufgenommen wurde.
Darauf ist ein Eisberg mit roten Spuren zu sehen, die von der Farbe des Titanic-Rumpfes stammen könnten. Dieses Foto wird oft als Beweis dafür angeführt, dass genau dieser Eisberg die Ursache der Katastrophe war. Ein anderer interessanter Fall ist ein Foto von der Perpetua. Nach der Rettung der Passagiere zeigten einige an Bord gemachte Aufnahmen Menschen im Schockzustand. Einige Fotos könnten jedoch mehr Details über die Katastrophe enthalten haben, wurden aber aus irgendeinem Grund nicht veröffentlicht. Es gibt eine Serie von Aufnahmen, die 1991 gemacht wurden, auf denen einzelne Kabinen, Besteck und persönliche Gegenstände der Passagiere zu sehen sind. Diese Aufnahmen wurden zur Sensation, aber was, wenn unter den Trümmern noch seltenere Bilder geblieben sind? Mystik auf Film. Wenn es um die Titanic geht, gibt es immer Menschen, die versuchen, etwas Geheimnisvolles in dieser Geschichte zu finden. Es wird über die Vorahnungen der Passagiere, seltsame Zufälle und manchmal auch über unerklärliche Phänomene im Zusammenhang mit den Trümmern des Schiffes gesprochen. Einige Forscher, die zum Ort des Unglücks hinabgestiegen sind, berichteten von unerklärlichen Geräuschen, die wie Klopfen aus der Tiefe klangen. Natürlich erklärt die offizielle Wissenschaft dies mit Unterwasserströmungen und der Bewegung von Metall unter Druck. Aber die Gerüchte verbreiten sich trotzdem. Und was, wenn hypothetisch eine gefundene Kamera etwas Seltsames festgehalten hätte? Vielleicht etwas, das nicht in das gewohnte Bild passt. Manchmal kann man auf alten Fotos Silhouetten von Menschen sehen, die nicht auf dem Bild sein sollten, oder seltsame Schatten, die eine unheimliche Atmosphäre schaffen. Tatsächlich können alle verzerrten Bilder durch technische Faktoren erklärt werden. Lichtdurchlässigkeit, Filmschäden, defekte alte Objektive. Artefakte, die in der Nähe gefunden wurden. Die Erforschung der Titanic dauert schon seit Jahrzehnten an. Aus jeder neuen Expedition ergeben sich immer neue Funde. Neben großen Teilen des Schiffes finden Forscher Hunderte von kleinen Artefakten, die von den Passagieren zurückgelassen wurden. Einige von ihnen sind zu wahren Symbolen der Tragödie geworden. Zum Beispiel die goldene Uhr von John Astor, die im Moment des Eintauchens ins Wasser stehen blieb. Ein Lederkoffer mit Briefen. Dank der Dichtheit der Tasche hat sich das Papier nicht zersetzt und es war möglich, die Nachrichten der Passagiere zu lesen. Eine Champagnerflasche mit unversehrtem Korken, ein Symbol dafür, dass die Feier auf der Titanic für immer unterbrochen wurde. Wenn die Kamera tatsächlich zwischen den Trümmern lag, was könnte noch in der Nähe gewesen sein? Es ist logisch anzunehmen, dass persönliche Gegenstände ihres Besitzers, möglicherweise Notizen, Briefe, andere Gegenstände, in der Nähe waren. Darüber hinaus bleiben einige Funde ein Rätsel. Zum Beispiel fanden Forscher Schlüssel zu Kabinentüren, aber niemand weiß, welche Türen sie öffneten. Oder Glasfläschchen, die unbekannte Substanzen enthalten. Wer könnte diese Aufnahmen gemacht haben? Wenn man sich vorstellt, dass die Kamera von der Titanic tatsächlich existierte, stellt sich die Frage, wem sie gehörte. Wer könnte die letzten Stunden vor der Katastrophe festgehalten haben? An Bord des Liners gab es mehrere Amateurfotografen, die durch erhaltene Aufnahmen bekannt sind. Francis Browne, ein irischer Priester, der eine Serie von Fotos des Liners vor der Abfahrt machte. Zum Glück verließ er das Schiff noch vor der Tragödie. Vernis Palmer, eine Passagierin der Carpathia, die die ersten Aufnahmen der geretteten Passagiere machte. Louis Middleton, ein Junge, der das Leben an Bord fotografierte, aber seine Aufnahmen wurden nie gefunden. Wenn die Kamera jemals entdeckt wurde, könnte sie einem dieser Menschen oder einem anderen unbekannten Passagier gehört haben. Möglicherweise gab es auf der Titanic noch andere Menschen mit Kameras, deren Aufnahmen bis heute auf dem Meeresgrund verloren sind. Gibt es noch unentdeckte Kameras? In den Jahrzehnten der Erforschung der Titanic wurden viele Artefakte geborgen, aber der Großteil der Trümmer bleibt unberührt. Wissenschaftler vermuten, dass sich auf dem Meeresgrund noch Hunderte von persönlichen Gegenständen der Passagiere befinden könnten, darunter Briefe, Dokumente und möglicherweise Fotoausrüstung. Es ist bekannt, dass es auf der Titanic eine Kabine für Journalisten gab, in der sich Kameras und Filme befunden haben könnten. Dieser Bereich sank jedoch mit dem Schiff und es ist bis heute unbekannt, ob dort noch irgendwelche Gegenstände verblieben sind. Einige Forscher vermuten, dass zukünftige Technologien es ermöglichen werden, mehr Gegenstände vom Meeresgrund zu bergen und möglicherweise neue Kameras zu entdecken. Aber die Frage ist, ob nach mehr als einem Jahrhundert unter Wasser noch etwas darauf erhalten geblieben ist. Warum wird die Titanic immer noch erforscht? Es ist mehr als ein Jahrhundert seit dem Untergang der Titanic vergangen, aber das Interesse an ihr lässt nicht nach. Forschungsmissionen gehen weiter, obwohl scheinbar alles bereits untersucht wurde. Warum kehren Wissenschaftler immer wieder zu den Wrackteilen zurück? Der erste Grund ist der technische Fortschritt. Mit jedem Jahrzehnt entstehen neue Methoden zur Erforschung von Unterwasserobjekten. Zum Beispiel ermöglichen moderne 3D-Scanner die Erstellung präziser digitaler Modelle des Schiffes, was hilft, das Ausmaß der Zerstörung zu analysieren und vorherzusagen, wie lange die Wrackteile noch erhalten bleiben.
Der zweite Grund ist die Suche nach neuen Artefakten. Trotz zahlreicher Expeditionen bleibt ein Großteil der Titanic unerforscht. Dritte Klasse Kabinen, Dienstbereiche, Vorratsräume, all das bleibt bisher den Augen der Forscher verborgen. Es ist durchaus möglich, dass dort noch persönliche Gegenstände von Passagieren und Besatzung gefunden werden können. Der dritte Grund ist der Respekt vor der Geschichte. Die Titanic wurde zum Symbol menschlicher Ambition und Tragödie. Jede neue Entdeckung hilft uns, tiefer zu verstehen, was die Menschen in jener schicksalhaften Nacht erlebten und das Andenken an dieses Ereignis für zukünftige Generationen zu bewahren. Das Schiff zerfällt weiter und den Forschern bleibt immer weniger Zeit, um seinen aktuellen Zustand zu dokumentieren. Möglicherweise werden bald neue Expeditionen stattfinden, die der Welt neue Erkenntnisse bringen. Neue Fakten über den legendären Liner. Wie hat sich die Unglücksstelle in 100 Jahren verändert? Als Forscher Anfang der 80er Jahre erstmals die Wrackteile der Titanic entdeckten, sah das Schiff relativ gut erhalten aus. Obwohl der Rumpf bereits durch die Zeit und den Druck beschädigt war, blieben viele Elemente wie Treppen, Möbel und Geschirr an ihren Plätzen. Aber mit jedem Jahr verschlechtert sich der Zustand des Liners. Die Hauptbedrohung sind Eisenbakterien, die die Metallkonstruktionen zerstören. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Mikroorganismen den Stahlrumpf buchstäblich auffressen und ihn in rostige Ablagerungen verwandeln, die mit der Zeit abbröckeln. Laut Prognosen von Spezialisten könnten in einigen Jahrzehnten vom Titanic nur noch Rosthaufen und verstreute Artefakte übrig bleiben. Neben den Bakterien beeinflusst auch der Ozean selbst die Zerstörung. Starke Strömungen verschieben die Trümmer, Sand bedeckt allmählich Teile des Schiffes und der Wasserdruck macht die Metalle spröde. Forscher bemerken, dass einige Bereiche des Liners, die noch vor kurzem gut erkennbar waren, jetzt kaum noch zu erkennen sind. Deshalb bemühen sich neue Expeditionen, alle Details mittels 3D-Scanning zu erfassen. Dies wird helfen, eine digitale Kopie der Titanic zu bewahren, selbst dann, wenn das Schiff selbst endgültig in den Tiefen des Meeres verschwindet. Welches Geheimnis haben diese Fotos enthüllt? Die Fotos der Titanic sind nicht nur Aufnahmen, sie sind das letzte Zeugnis einer Welt, die in den kalten Gewässern des Atlantiks verschwunden ist. Wenn die Kamera jemals gefunden würde, könnte sie uns etwas zeigen, das wir noch nie gesehen haben. Der letzte Moment vor der Tragödie, die Gesichter der Passagiere, die es nicht mehr gibt, oder vielleicht sogar Aufnahmen der eigentlichen Kollision, aber selbst wenn solche Bilder nicht existieren, die bloße Idee, dass irgendwo auf dem Meeresgrund ungelöste Geheimnisse liegen könnten, macht diese Geschichte noch spannender. Werden jemals neue Fotos der Titanic gefunden werden? Das ist eine Frage, deren Antwort uns vielleicht in einem zukünftigen Video erwartet.